Hi, heute gibt es mal wieder ein bisschen anderes Intro, denn ich bin sehr excited, dass wir heute wieder mal ein Interview drinnen haben. Ihr habt euch das ja letztes Mal sehr gewünscht, dass da noch mehr kommen und deshalb habe ich mit Dawn of Devil gesprochen. Das ist ein anderer Hacker, der sich ebenfalls auf Breach-Forums herumtreibt und einige sehr große Leaks und Hacks auf die indische Regierung durchgeführt hat. Wie bei der letzten Folge mit Intel Broker werde ich euch kurz ein bisschen was über ihn erzählen, was er so gemacht hat in der letzten Zeit und dann fließend in das Interview übergehen, das wir wieder mal mit zwei AIs durchgeführt haben. Also eine AI, die das Ganze in das Deutsche übersetzt und eine AI, die ihm eine Stimme gibt. Ich bin super excited und irgendwie scheint das so ein bisschen ein Ding zu sein, dass die alle einen Song haben von ihren Gruppierungen oder von sich selbst. Und auch Dawn of Devil hat mir einen Song geschickt, den ich als Intro und als Outro verwenden soll. Beziehungsweise wo er sich darüber sehr freuen würde. Deshalb hier jetzt der Song, der von dem Hacker geschickt worden ist und wir hören uns nach dem Intro. Yeah, as Don leaks data breaches on the form of BF. Takes a look at his list and realized 10 victims left. Cause cyber-jigging group has been working so hard that even shiny hunters think their mind is gone. Den ganzen Song werde ich noch als Outro anhängen am Ende des Videos. Das war jetzt nur ein Teil von dem ganzen Song, den er mir zugeschickt hat. Aber das Ganze, das Intro verwenden, wäre jetzt einfach zu lang geworden. Noch im Vorab, vielen Dank wieder mal fürs Einschalten. Wir sind jetzt schon bei Folge 11. Ich bin super excited über die Richtung, die das Ganze annimmt, die Interviews, die Insights, die man hier so bekommt. Ich hoffe, euch gefällt es auch so und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit wer ist Dawn of Devil eigentlich? Dawn of Devil ist ein Hacker, der sich in letzter Zeit durch mehrere bedeutende Cyberangriffe hervorgetan hat. Besonders im Fokus seiner Aktivitäten standen im Besonderen indische Organisationen und Regierungseinrichtungen dort. Eines der größten Ziele von Dawn of Devil war das indische Einkommensteueramt sowie letzte Woche die Zugänge über VPN von dem Ministerium of Columbia. Zwischenzeitlich verkaufte er immer wieder mal andere Zugänge, so zum Beispiel in indische und türkische Firmen. Es wirkt nicht nur so, dass vielleicht sehr viele seiner Ziele in Indien sind, das ist auch so und auf das habe ich ihn auch später dann noch angesprochen und konfrontiert. Neben dem indischen Einkommensteueramt hat er auch Halfway, einen indischen Internetdienstanbieter, kompromittiert. Bei diesem Hack wurden persönliche Daten von 41,5 Millionen Kunden erbeutet. Das heißt einschließlich sensible Informationen wie Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Passwort-Hashes. Er hat diese Informationen dann für 10.000 US-Dollar zum Verkauf angeboten und gab an, über 400 Gigabyte an Daten, 800 Tabellen mit Produktionsdaten sowie 4 Millionen Dokumente zu besitzen. Was da vielleicht noch ganz interessant zu sagen ist, er hat im Darknet eine eigene Suchmaschine noch erstellt zu diesen Hacks, wo betroffene indische Staatsbürger Einsicht bekommen können, ob und wie stark sie von seinen Hacks betroffen sind. Also da hat er einfach noch eine eigene Suchmaschine zu diesen Hacks, einfach weil die so eine gigantische Größe haben, noch hinzugefügt. Das finde ich auch komplett crazy. Laut verschiedenster Artikel im Web haben diese Hacks zu erheblichen Besorgnis über die Sicherheit und Privatsphäre von Informationen bei indischen Organisationen und Einzelpersonen geführt. Während die betroffenen Organisationen hoffentlich die Hacks und Vorfälle untersuchen, kann man hier einfach nochmal sagen, wie wichtig eine robuste Cybersicherheit für solche Firmen immer sein wird. Ich glaube, das beschreibt ganz gut seine Übersicht über wer er ist, was er macht. Es werden sehr viele Daten von ihm über diverse Foren gehandelt und ohne groß rumzureden, würde ich sagen, gehen wir dann auch schon in das Interview rein. Wie gesagt und wie auch beim letzten Mal haben wir das wieder mit zwei AIs gelöst,
Eine, die das Ganze ins Deutsche übersetzt und eine, die ihm eine Stimme gibt. Und mit dem würde ich dann einfach mal sagen, Hi Dawn of Devil. Mich würde mal gleich persönlich interessieren, was ist so deine Motivation, Organisationen wie Halfway und das indische Finanzamt anzugreifen? Geht es da für dich ums Geld oder eher um die Herausforderung? Und wieso eigentlich Hacks auf diese ganzen indischen Firmen? Ist Indien so da dein Hauptziel? Das ist nicht ganz so leicht zu definieren. Aber wegen Indien, ich habe mit Indien als Hauptziel begonnen, weil die aktuelle Situation dort sehr interessant ist. Das Land entwickelt sich und wächst in rasantem Tempo. In erster Linie hat Indien eine große Bevölkerung, was bedeutet, dass Tonnen von Daten auf veralteten Servern und Softwares liegen. Sie sind ein leichtes Ziel für mich. Allerdings habe ich meinen Schwerpunkt jetzt mehr auf die brasilianische Regierung verlagert. Bei Halfway, dem Hack, den hast du ja ursprünglich versucht zu verkaufen, hast ihn dann aber im Endeffekt doch gratis für jeden zur Verfügung gestellt. Wieso? Ich hatte ein paar Käufer von Breach-Forums und XSS, aber die wollten zu wenig zahlen. Ich dachte, wenn ich die Daten leak, werde ich vielleicht berühmt oder ziehe die Aufmerksamkeit von Firmen auf mich, deren Daten ich verkaufe. Okay, also war es vielleicht auch ein bisschen so ein Stunt, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Kannst du mir irgendwas über diese Dark Web Suchmaschine erzählen, die du für die Halfway Datenleaks erstellt hast? Was war der Zweck und das Ziel dahinter? Der indische Cyberraum nimmt Sicherheit nicht ernst. Hathway hat seine Kunden nicht mal informiert, dass ihre Daten verkauft werden. Ich wollte, dass die Leute selbst sehen, dass das Leck echt ist und ihre Daten wirklich im Umlauf sind. Weißt du, ob irgendwer die Suchmaschine verwendet hat, also in Indien? Ist das bis dahin durchgesickert, dass sie gehackt worden sind? Hat jemand seine Datenleaks damit überprüft? Nein, bisher noch nichts davon gehört. Nochmal auf diese indischen Regierungen zurück, die du attackierst. War das der alleinige Grund oder gibt es da noch einen anderen? Indien hat viele Einwohner, schlechte Sicherheit und haufenweise Daten. Ich habe viel von ihnen gehackt und veröffentlicht, aber von der Regierung oder den Firmen kam keine Reaktion. Also ja, denen ist's egal. Ich bin deshalb dann sicher und verdiene gut an ihren Daten. Ich denke also, dass Indien das beste Ziel für leicht verdientes Geld ist. Du sagst, es ist ihnen egal. Wie siehst du Strafverfolgungsbehörden und Cybersecurity-Autoritäten? Und wie waren deine Erfahrungen mit denen, entweder direkt oder indirekt? Ich habe noch nie mit einem von ihnen zu tun gehabt. Allerdings hat mich einmal ein Mitarbeiter einer Firma, die ich für ihre internen Dokumente zum Verkauf angeboten habe, kontaktiert und versucht, mich über die Folgen meines Handelns zu belehren, wie dass ich ins Gefängnis kommen könnte. Aber nach einiger Zeit hat er die Daten einfach selbst zu einem höheren Preis gekauft. Das heißt, du hattest auch noch keine legalen Konsequenzen bis hierhin? Nein, bisher nicht. Ich halte mich an starke Sicherheitsregeln und habe bis jetzt auch keine Fehler gemacht. Weil es mich auch selbst wieder ein bisschen interessiert, was denkst du so über den aktuellen Stand der Cybersicherheit in großen Organisationen und Regierungsabteilungen? Früher oder später wird jede Organisation weltweit gehackt werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Denn jetzt, da alles in die digitale Welt verlagert wurde, ist nichts mehr wirklich sicher. Jeden Tag gibt es neue Sicherheitslücken und Exploits, die auf den Markt kommen. Dies ist ein lebenslanger Wettlauf, bei dem sowohl Hacker als auch Regierungen ihre individuellen Rollen spielen. Manchmal sind die Hacker schnell und manchmal die Regierung. Man darf nie glauben, dass irgendetwas im Cyberspace wirklich sicher ist. Und wenn du eine Nachricht an die Regierung bezüglich Cybersecurity hättest, was wäre das? Bitte verwendet nicht überall Zwei-Faktor-Authentifizierung, denn das macht es mir schwerer, in die Systeme einzudringen. Und auch nicht die wertvollen Daten hinter VPNs zu verstecken. Aber Spaß beiseite, die Regierungen versuchen ihr Bestes, um ihre Daten zu schützen, außer in einigen wenigen Ländern. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich besser machen können, als sie gerade versuchen. Was ist so die verrückteste Geschichte, die dir jemals passiert ist? Zum Beispiel wissen wir von einem anderen Podcast, dass Intel Broker mal Daten an das FBI verkauft hat, ohne es zu merken. Gibt's da auch irgendwas Ähnliches, was dir passiert ist? Einmal habe ich Daten an einen Firmenleiter verkauft, der sich als Hacker ausgegeben hat. Später stellte sich heraus, dass er ein Beamter von der Polizei war. In einer ganz ähnlichen Situation habe ich Daten der indischen Regierung an einen ihrer Beamten verkauft und am nächsten Tag war die Login-Seite der Website weg, weil sie die gekauften Zugänge gesperrt haben.
Was treibt dich weiterhin zum Hacken an und wie rechtfertigst du so deine Handlungen aus ethischer Sicht? Hacken war immer meine Leidenschaft. Ich hatte finanzielle Probleme, obwohl ich als Cybersicherheitsexperte gearbeitet habe. Als White Hat hatte ich leere Taschen, aber als Black Hat verdiene ich gut. Bug Bounty ist ein Witz, denn echtes Hacken bedeutet echte Schwachstellen auszunutzen. Wie bist du eigentlich so zum Hacken gekommen und wie war dein Weg vom Anfänger Script Kid zum bekannten Hacker jetzt? Ich habe vor etwa 5 Jahren mit dem Hacken angefangen. Ich fand Hacker in Filmen immer cool und wollte auch einer sein. Angefangen habe ich mit Phishing, jetzt bin ich Red Teamer und Vollzeithacker. Ich bin seit November auf Breach Forums und wurde schnell berühmt. Dadurch bin ich auch jetzt Mitglied einer berüchtigten Gruppe namens Cyberniggers dort. Gibt es so technische Herausforderungen, die du beim Hacken hast oder hattest und wie meisterst du sowas? Ja, die größten Probleme sind der Erstzugang. Aber da ich gut im Social Engineering bin, habe ich mir viele Zugänge verschafft, die ich schon immer haben wollte. Zum Beispiel habe ich einige Mitarbeiter von Incomtext gefischt, um ihren Webmail-Zugang zu bekommen. Dann habe ich angefangen, diese weiter zu verwenden, um Zugriffe auf ihr internes Netzwerk zu bekommen, was vorher so nicht möglich war. Und welcher Aspekt des Hackens gibt dir so das meiste Gefühl von Zufriedenheit, wenn man das so nennen kann, oder Erfolg? Wenn Leute meine Aktionen und Hacks wertschätzen. Ich veröffentliche Datenbanken und biete Zugänge zum Verkauf an, auch unter anderem einfach in der Hoffnung, dass die ganze Community meine Aktionen anerkennt. Und wie fühlst du dich so über die Art und Weise, wie die Medien Hacker wie dich darstellen? Und vielleicht, was stellen sie da auch oft falsch dar? Oft werden Dinge nicht mit dem gehackten Unternehmen verifiziert und einfach nur so hingestellt, als ob es nicht sicher sei, dass eine Firma gehackt wurde, was dann unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. Die Medien sollten ihre Recherchen bestätigen und dann mit echten Beweisen berichten, keine halbe Arbeit machen. Shoutout Inside Darknet an diesem Point. Was sind deiner Meinung nach die größten Schwächen in der aktuellen Cybersicherheit-Praxis, die Organisationen vielleicht angehen sollten? Das Verwenden gleicher Anmeldedaten auf mehreren Plattformen und das Speichern im Browser. Oft ist beispielsweise der Laptop Ihres Unternehmens durch eine Vielzahl von Antivirenprogrammen und Software geschützt. Aber dieselben Anmeldedaten, die Sie in Ihrem Browser gespeichert haben, können sich auch auf Ihrem persönlichen Laptop befinden, von dem Sie raubkopierte Spiele und Software herunterladen. Und schon liegen die sogenannten sicheren Anmeldedaten der Mitarbeiter Ihres Unternehmens in einer Cloud. Daher sollten Unternehmen ihren Mitarbeitern einen Password-Safe zur Verfügung stellen, um die Zugangsdaten interner Kennwörter an einem sichereren Ort als in Browsern zu speichern. Das sage ich den Zuhörern auch immer wieder. Zwei-Faktor- und Passwort-Safes sind einfach wichtig. Wenn du einem durchschnittlichen Internetnutzer eine Nachricht zu seiner digitalen Sicherheit geben könntest, was wäre das? Nichts ist privat im Internet. Man weiß nie, welche Firma gehackt wird. Und am besten so wenig Informationen wie möglich auf Websites teilen. Danke dafür. Und noch als letzte Frage, hast du schon große Pläne für die Zukunft im Kopf, von denen wir wissen wollen oder auf die wir achten sollten? Ich werde bald mehrere Angriffe auf die Regierungen in der ganzen Welt starten und habe größere Pläne als Organisations- oder Firmendaten. Ich suche mehr nach pikanten Informationen und schmutzigen Geheimnissen, die die Regierungen vor uns verbergen. Bald werdet ihr sehen, wie mehrere Regierungseinrichtungen zu Fall gebracht werden. Große Worte zum Abschluss und mit dem bedanke ich mich für das Interview Dawn of Devil und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, wie ich wieder mal mit einem bekannteren Hacker dieses Gespräch geführt habe. Generell, falls ihr Fragen in Zukunft an gewisse Hacker oder Gruppierungen habt, lasst es mich wissen. Es ist sicher nicht das letzte Interview, es sind noch weitere auf meiner To-Do und ich habe auch schon ein paar festgelegt und geplant. Und mit dem sind wir auch am Ende von diesem Podcast angekommen. Wie immer, wie jede Woche bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächsten Samstag wieder dabei, da gibt es ein neues, spannendes Thema. Und wie versprochen gibt es jetzt am Ende noch das Outro, den Song, den mir Dawn of Devil zugeschickt hat. Es ist obviously ein Cover von Eminem. Ich hoffe, da gibt es keine urheberrechtlichen Probleme. Wenn schon, werde ich es sonst nochmal ohne den Soundtrack hochladen müssen. Und mit dem verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche bei Inside Darknet.
Yeah. You wanna tell me what the form is all about? Yeah, as Don leaks data breaches on the form of BF. He takes a look at his list and realizes 10 victims left. Cause Cyberjigging Group has been working so hard that even shiny hunters think their mind is gone. They have never crossed the line of leaking hospital data. Everyone is aware that they're capable, and as a skid you watch how you're talking or where you're walking, or you may fall victim of a reverse stalking. Don hates blue facts, but he gotta cope. If he was an admin, they'd have no hope. Man, he's the kind of G the little skids wanna be like hacking on his PC every night, knowing he'll be alright. Vets be spending most their lives trying to uncover Don's paradise. Vets can't sleep at night, seeing Don put up a massive fight. Sorry, ich habe da noch 2 Wörter rauszensieren müssen. Bis bald.